Hallihallo Leute, euer Motorradtourer und Motorrad Adventure Touring auf dem Kanal 2 grüßen euch sehr. Ja, nachdem meine V85 TT verkauft wurde, stand ja für das Jahr 2024 ein neues Motorrad an. Tja, und welches sollte es werden? Wie immer, die Qual der Wahl natürlich. Aber schaut selbst, was es wurde und was ich bisher über dieses neue Motorrad berichten kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Für Fragen könnt ihr mir jederzeit ein Mail schreiben. Daumen nach oben wäre super, Abonnement wäre noch besser. Also, viel Spaß. Dann ging's los, die Qual der Wahl. Was sollte ich denn kaufen? Ne, BMW R1300 GS. Sicherlich ein ganz tolles Motorrad, aber preislich wirklich weit über meinem Budget, das ich ausgeben wollte. Vielleicht nochmal eine R1250 GS. Da hatte ich ja auch schon welche und war immer zufrieden eigentlich mit den BMWs. Aber ja, es sind halt doch sehr viele unterwegs. Die nächste Option wäre die Triumph Tiger 1200 gewesen. Habe ich mir beim Händler angeschaut. Ja, mir kam die irgendwie etwas globig vor und ja, auch vom Aufstieg her nicht ganz zu meiner Zufriedenheit. Und dann als letzte wäre noch die KTM 1290 Adventure. Sicherlich immer Kraft im Überfluss und alles, aber die gefällt mir einfach optisch nicht so sehr. Also, und was gab es dann noch Schönes? Das Motorrad macht jetzt so einen Sound. Was denkt ihr denn? Ja, und dann gibt es natürlich noch für Leute wie mich als Moto Guzzi-Fan die neue Moto Guzzi Stelvio. Ich habe die am 1. März zugelassen, fahre die also jetzt seit einer Woche. Und ich habe die jetzt so um die 800 Kilometer gefahren und möchte euch berichten, was mir in dieser Zeit so alles aufgefallen ist. Also, wenn es interessiert, bleibt dran und habt Freude. Die neue Moto Guzzi Stelvio erzeugt ein großes Interesse, wo man auch hinkommt. Der Jürgen Hägele und ich, wir haben ja jetzt diese Facebook-Gruppe gegründet, Moto Guzzi Stelvio 2024, Deutschland, Österreich, Schweiz, in dem viele Neuigkeiten geteilt und ausgetauscht werden. Wer also Lust und Interesse hat, kann sich dort gerne registrieren, kostet nichts und so erfährt man doch immer die News zu der Moto Guzzi Stelvio. Ja, jetzt fangen wir mal an mit der Optik des Motorrads. Wir haben ja wirklich sehr viele V85 TT-Fahrer geschrieben, die sagen, okay, die V85 gefällt denen viel besser und die Stelvio sei so ein Großserienprodukt wie alle anderen. Ja, das kann man eben so und so sehen. Mir persönlich, da spreche ich jetzt nur über mich, gefällt die hervorragend. Wirklich, ich finde die so super hübsch und die fließende, moderne Linien, die sie hat, das ist für mich wirklich ein Blickfang. Und auch die Übergänge hat Moto Guzzi so konstruiert, das ist wirklich optisch einwandfreie Sache. Die Kreuzspeichenräder, die ja serienmäßig sind, und die Adlerschwinge im Scheinwerfer vorne, das ja auch schon die V85 TT hat, das rundet das alles ab. Wie gesagt, ich finde sie einfach super. Und es war klar, nachdem ja 2023 die V100 Mandello präsentiert wurde mit dem neuen wassergekühlten Motor, war ja eigentlich schon klar, dass Moto Guzzi wieder eine Enduro nachziehen wird. Dass die jetzt Stelvio heißt, okay, so wie die alte, das ist natürlich auch eine gute Sache. Und ich habe ja die alte Stelvio, ich habe da 3 Modelle gefahren, von 2008 bis 2016, circa 100.000 Kilometer mit allen dreien zurückgelegt, also war eigentlich immer zufrieden, da gab es nie was Großes und das war sicherlich für mich auch der Grund, wieder auf eine Stelvio zu wechseln.
Über die andere Sache, Motorleistung und so weiter, da komme ich nachher. Ja, und was hat sich jetzt alles geändert zur alten Stelvio? Also zum einen haben wir jetzt neu einen flüssigkeitsgekühlten Motor. Das ist ja ein Novum bei Moto Guzzi. Mit Nasskupplung, 4-Ventil-Technik und 115 PS mit 105 Newtonmeter. Also der Motor hat wirklich Leistung schon ab 2000 Umdrehungen. Ich kann im 6. Gang durch eine Ortschaft fahren, ziehe auf, die geht voran. Oben raus, das mag ich nicht mehr ganz so, aber die Leistung reicht wirklich allemal aus. Und es ist auch ein großer Unterschied zur V85 TT. Natürlich, die hat 76 respektive 80 PS. Wir haben jetzt 115 PS. Dass das natürlich ein Unterschied ist ja vollkommen klar. Aber das hängt ja immer von der Fahrweise natürlich auch ein bisschen ab. Und einfach hat die Stelvio wirklich die hat einfach beim Überholen Reserven, die ich halt bei der V85 TT so nicht habe. Aber die V85 TT ist auch ein anderes Fahrer wie die Stelvio. Ich hatte ja schon 2023 die Gelegenheit, die V100 Mandello zu fahren. Da gibt es ja auch ein Video davon. Und da hatte ich seinerzeit gesagt, ja, dass das Getriebe relativ knöcherig ist zum Schalten, also hart zum Schalten und auch der Quickshifter nicht 100% funktioniert. Und da muss ich sagen, das ist jetzt wirklich eine große Veränderung in der neuen. Und meine bestellte Stelvio ist ausgestattet mit Hauptständer, mit dem MIA-System, mit Seitenkoffern, Griff- und Sitzheizung, den runden Motorschutzbügeln mit der Vorbereitung zur Zusatzscheinwerfermontage. Dann habe ich einen USB unterm Sitz und der Quickshifter ist bei mir eingebaut. Diese Zusammenfassung soll natürlich jetzt einfach mal ein erster Bericht sein. So genauere Fahrberichte könnt ihr ja in den Fachzeitschriften schon nachlesen, kommt ja überall im Moment was. Und also zusammengefasst ist der Motor auf eine wirklich starke Mitte ausgelegt. Wir haben ab 2000 Umdrehungen eine brauchbare Leistung, die sich dann echt auswirkt, wenn ich aus der Ortschaft im 6. rausbeschleunige. Das geht ohne Probleme. Und auch bei hoher Last oder hohen Drehzahlen macht dieser neue Moto Guzzi wassergekühlte Motor einen richtig guten Job. Da flacht die Kurve zwar etwas mehr ab, aber die Leistung reicht immer, wirklich immer allemal dicke aus. Mit diesem Motor ist also den Moto Guzzi bzw. Aprilia-Ingenieuren ein wirklich Top-Motor gelungen, der die Tourenfahrer unter uns absolut überzeugen wird. Insgesamt stehen 5 Fahrmodi zur Verfügung. Rain, Tour, Road, Sport und Offroad. Und die Leistung ist bei allen Modi dieselbe, nur das Ansprechverhalten und die ABS- oder Motorschleppmomentregelung, Traktionskontrolle sind variabel einzustellen. Die Voreinstellung ab Werk ist so gemacht, dass das wirklich funktioniert in der Praxis. Also ich bin bei Regen gefahren, ich bin im Trockenen hier gefahren und ihr seht ja, also hat immer gepasst. Ich fahre das meiste im Road-Modus und natürlich jetzt auch im Regen-Modus. War notwendig, aber das hat immer gepasst, wie es voreingestellt war. Ich habe noch keine Änderungen vorgenommen. Was also auch nochmal ein Unterschied ist jetzt zu der V100 Mandello, ist der Quickshifter. Also der geht wie geschnitten Brot. Man kann raufziehen, runterschalten, das geht wirklich astrein bei Drehzahl im Leerlauf. Also wirklich, das ist der erste Quickshifter bei der Moto Guzzi, wo wirklich super funktioniert. Gut, in der V85 habe ich ja das schon ein paar Mal gesagt im Video, dass er mir da fehlt. Die hatten jetzt, also das ist echt ganz tolle, einfache Sache. Und wirklich absolut empfehlenswert. Sprechen wir mal über den Verbrauch. Also ich habe in der V85 TT so einen Durchschnittsverbrauch zwischen 4,2 und 4,4 Litern gehabt. Das schaffe ich natürlich jetzt mit der Stelvio nicht ganz. Am Anfang, die ersten 200-300 Kilometer, lag sie über 6 Liter. Jetzt pendelt sie sich ein so bei zwischen 5,2 und 5,6 Litern.
Ich denke, für die Leistung des Motors, und dann fährt man sie natürlich auch etwas anders, ein angemessener Verbrauch. Was die sich auf einer großen Tour genehmigt, das kann ich dann erst sagen, wenn ich die erste Tour hinter mir habe. Aber ich finde den Verbrauch angemessen. Der nächste Punkt ist Fahrwerk und Ergonomie. Also was mir sofort aufgefallen ist der Aufstieg auf das Motorrad. Ich bin ja 1,84 groß und für mich geht es wirklich ganz einfach. Also mir kommt die einfach etwas niedriger vor, obwohl das eigentlich gar nicht niedriger ist. Die Sitze sind 830 mm, aber ich komme da super gut oben drüber und da hakt auch nichts. Also wenn ich das jetzt mit der Triumph vergleiche, das sind wirklich Welten dazwischen. Und ich stehe mit beiden Beinen sicher am Boden. Das heißt natürlich auch, dass Leute, die etwas kleiner sind, da wirklich absolut sicher mit beiden Beinen runterkommen und einfach das Motorrad ausbalancieren können. Das ist wirklich auch ein großer Vorteil, finde ich. Ein weiterer Punkt ist ja, wie man sitzt. Also auf der Stelvio sitze ich super bequem. Ich habe gelesen in einigen Zeitschriften, dass man da etwas nach vorne gebeugt sitzt. Finde ich jetzt überhaupt nicht. Also für mich ist die Sitzposition optimal. Die Scheibe könnt ihr in der Höhe elektrisch verstellen. Auch das ist ideal, dass ich beim Fahren, wenn es mal richtig warm ist, eben mehr Wind abbekomme oder eben nichts abbekomme. Ich hatte ja jetzt leider zweimal die Notwendigkeit, wirklich in starkem Regen zu fahren. Da hilft die Scheibe enorm, weil sie wirklich einiges abhält. Nicht nur die Scheibe, da vorne könnt ihr ja auch sehen, da sind ja links und rechts noch die Flaps angebaut. Also das leitet den Regen schon um einen rum. Das hilft wirklich. Auch für den Beifahrer ist gesorgt, auch der da hinten sitzt super bequem und etwas höher. Ein weiterer Punkt, was jetzt Moto Guzzi auch super gelöst hat, ist die Thematik Kofferbefestigung. Also es gibt jetzt wirklich Koffer, die auch mein Vertrauen finden. Das war ja bei der V85 TT auch immer so ein Problem für mich, der Serienkoffer. Der Koffer jetzt von der Stelvio beziehungsweise auch von der V100 Mandello ist wirklich sehr robust ausgelegt und mit einem Handgriff da montiert und es sind keine störenden Halter im Blickfeld. Also das ist schon auch wirklich eine gute Sache, was sich Moto Guzzi wirklich sehr überlegt hat, wie sie das machen sollen. Man sieht also schon, dass die Stelvio wirklich für die Tourenfahrer konzipiert ist. Ja. Und das Fahrwerk selber, muss man sagen, also man kann sie langsam fahren, man kann sie schnell fahren. Es wird in manchen Berichten ja gesagt, die sei relativ straff gefedert. Gut, mir kommt es entgegen, ich finde es gut und ich finde das Fahrwerk jetzt so, wie es jetzt ist, wirklich absolut in Ordnung, da gibt es gar nichts zu bemängeln. Wir haben vorne Bremsen, 320 mm, Brembo-Bremsen, Doppelscheibe und hinten eine 280 mm Scheibe von Brembo. Also ich muss dazu sagen, das Ding bremst ungemein, wirklich. Also auch mein erstes Motorrad seit langer Zeit, wo wirklich eine brauchbare Hinterradbremse hat. Bei den anderen war die zwar da, aber die war halt da, dass sie da war. Bei der Stelvio drücke ich drauf und die verzögert. Also das muss man ganz klar sagen. Und auch die Vorderen haben wirklich das Wort Bremse verdient. Tja, sonst, was gibt es zur Ergonomie noch zu sagen? Wir haben einen ordentlich breiten Lenker. Wir haben Handprotektoren vorne. Wir haben schon gesagt, das große Windschild verstellbar. Ich glaube 70 mm geht es rauf und runter. Wir haben ein ordentliches großes Display, wo die ganzen Sachen einstellbar sind. Und man sitzt sehr gut, man sitzt hinten. Also ja, das passt eigentlich alles in dem Motorrad. Hier sieht man also den 5 Zoll TFT Farbdisplay beim Starten. Dann geht es weiter zur Bedienung auf der linken Seite. Da kann ich dann die einzelnen Funktionsmenüs aufrufen. Da oben ist der Tempomat angebracht. Da habe ich noch meine Fernbedienung für die Kamera angebracht.
Auf der rechten Seite unten habe ich den Schalter für die Fahrmodi, die 5, den Starter- und Killschalter und oben die Lichtautomatik. Ich kann dann hier mit dem linken einfach vorschalten an dem Display, zum Beispiel jetzt die Griffheizung, sehe ich hier, die optional bei mir eingebaut wurde, dreifach verstellbar. Die Wirkung, naja, ist italienisch, ja, also nicht ganz so gut wie bei den BMWs. Dann das Windschild, um rauf und runter zu fahren. Elektrisch, die 70 mm, auch eine echt gute Sache. Und so kann ich das halt hier alles anwenden. Moto Guzzi verbaut einen 21-Liter-Tank, so dass es so für knapp 400 Kilometer Fahrstrecke reicht. Was haben wir sonst noch? Den V-Motor, natürlich der Blickfang schlechthin von dem Motorrad. Sieht super toll aus, jetzt auch in Silber, also relativ einfach zu pflegen, und der ist auch sicherlich nicht mit der Spraydose lackiert, wie ein Kollege der schreibenden Zunft in seinem Magazin ausführte. Also das sieht einfach toll aus. Dann eine Auspuffanlage, also für mich eine der schönsten Auspuffanlagen, die es überhaupt gibt. Ganz kurz und doch relativ leise im Fahrbetrieb. Sie hat ein Leergewicht, ich glaube, trocken 228 Kilogramm und fahrfertig 246 Kilogramm. Zulässiges Gesamtgewicht sind 456 Kilogramm und eine Höchstgeschwindigkeit 220 Kilometer pro Stunde. Das wird sie auch sicherlich laufen. Für den, der es braucht. So, kommen wir noch zu den Federwegen. Wir haben vorne wie hinten 170 mm. Das reicht für leichte Geländefahrten und der Schotterausfahrten durchaus aus. Und da kann man sicherlich auch mal einen Schotterweg oder abseits der Straße fahren. Für schweres Gelände denke ich mal eher nicht geeignet. Das ist ähnlich wie bei der V85 TT auch. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt die ersten, glaube um die 800 Kilometer gefahren. Mich hat die Stelvio total überzeugt. Sei es vom Fahrwerk her, sei es vom Einlenken her. Ich finde es so einfach zu fahren. Das ist nochmal eine wirkliche Verbesserung zu meiner V85 TT. Was man etwas merkt, das muss ich natürlich schon auch sagen, das ist dieses höhere Gewicht, wenn ich sie in der Garage rangiere und so weiter. Aber gut, das ist eben so, die wiegt natürlich ein bisschen mehr und vom Fahrer her und das alles überzeugt die mich total. Ich bin wirklich ein totaler Fan. Wer ist denn die Zielgruppe für so ein Motorrad? Ja, das sind natürlich Leute wie ich, Reisefreudige und Tourenfahrer. Und natürlich der Alltagsfahrer, der auf einen bestimmten Komfort nicht verzichten möchte. So, jetzt haben wir natürlich mal die ganz gute Sache alle besprochen. Jetzt kommen wir natürlich auch ein bisschen zu den Kritikpunkten. Also man kann natürlich nicht nur sagen, dass alles Gold ist, was glänzt, sondern es sind natürlich schon auch ein paar Kritikpunkte an dem Motorrad da. Also das Erste, was mir mal aufgefallen ist, das sind die wirklich ganz kurzen Fußrastenausleger. Ich weiß gar nicht, was die Ingenieure oder welche Füße die Ingenieure da für das Maß genommen haben. Also wenn ich meine Stiefel anziehe und stehe da drauf, da guckt immer der Stiefel 3 Zentimeter über den Raster rüber. Das heißt, das ist natürlich eine blöde Sache, wenn du mal tatsächlich ins Gelände fahren möchtest und du stehst auf dem Motorrad. Weil das dann einfach so ist, dass das ein Sicherheitsrisiko darstellt und da einfach etwas längere Ausleger montiert sein sollten. Aber ich denke, da wird es vielleicht langfristig auch eine Umrichtmöglichkeit geben, damit die Leute, die mal richtig ins Gelände wollen und auch stehen müssen dann auf dem Motorrad, das nachrüsten können. Der zweite Kritikpunkt, das ist das Windschild. Und zwar das Windschild, wenn das ganz
herausgefahren ist, genau wie ihr es jetzt hier im Video seht, das ist jetzt ganz oben. Wenn man dann eine sehr schlechte Straße fährt, dann klappert das Ding da oben rum. Wenn man das einfährt, also zurücknimmt, dann ist es weg, das Geräusch, aber das ist natürlich ein bisschen eine unschöne Sache. Nächster Kritikpunkt sind die Reifen. Ab Werk sind ja montiert die Michelin Anaké Adventure. Eigentlich ein sehr guter Reifen. Ich hatte den auch schon bei meiner GS 1250 drauf, könnt ihr auf der Homepage nachlesen. Und also ich finde, dass die auf der Moto Guzzi extrem laut abrollen. Also jetzt mit 800 Kilometer, wenn man da ein bisschen langsamer fährt, da denkst du gerade, also wie bei der V85 TT, der Conti TKC 70, wo ich da drauf hatte, der hat ab 10.000 Kilometer auch so ein ähnliches Geräusch gemacht. Also das ist wirklich störend und ich weiß auch nicht so ganz genau, wo es herkommt. Mal gucken, ob sich da noch was verbessert oder wie sich das verhält dann. Das ist natürlich Jammern auf hohem Niveau, aber ich will ja sagen, was tatsächlich los ist und das gefällt mir halt nicht so richtig. Dann hatte ich ja vorher schon gesagt, ich bin bei 2 Heimfahrten vom Händler beides mal in wirklich starken Regen gekommen. Also da tut es mir um das Motorrad richtig leid. Also das ist unglaublich, wie die rausgesaut wird. Ja. Da ist wirklich von unten vom Motor vorne bis hinten alles dreckig und da kannst du wirklich nur der große Schwamm nehmen und putzen. Also es ist unglaublich, wie die einzifft. Aber gut, das ist natürlich wahrscheinlich von dem freien Hinterrad und so ein bisschen schon die Sache. Ja. Andersrum ist natürlich der Wind und der Regenschutz durch die Scheibe, die relativ hoch geht und die Flaps da vorne wirklich gut. Also ich habe überhaupt nicht gedacht, dass es so extrem ist. Allerdings, wo ich zu Hause war und meine Hose gesehen habe, die im unteren Bereich, also bis zum Knie genauso rausgesifft war, ist das schon echt eine krasse Sache. Nächster Kritikpunkt hatte ich glaube vorher schon gesagt, das ist die Wirkung der Griffheizung. Also selbst auf Stufe 3 kommt da gerade ein bisschen Wärme raus, sodass es beheizt ist, aber im Vergleich zur BMW, das ist wirklich eine sehr schlechte Leistung. Die Sitzheizung habe ich leider noch nicht drauf, da kann ich nichts dazu sagen. Der Jürgen Hägele sagt, also da ist gerade andersrum, da muss ich abschalten, das wird so heiß, aber das wird man sehen. Und dann habe ich noch als letzten Punkt die Leerlaufdrehzahl. Also das ist jetzt nicht nur bei meiner so, das ist bei allen so, dass die gefühlt sehr hoch ist. Das heißt, wenn du im Schiebebetrieb fährst mit dem Motorrad und es geht irgendwo der Berg runter und es kommen scharfe Kurven, kannst du fast nicht die Bremswirkung des Motors nutzen, weil da einfach die Drehzahl zu hoch ist. Ich habe jetzt auch im Menü nirgends was gefunden, wo man das einstellen kann oder ob man das anders einstellen kann, aber es ist etwas nervig. Beim Händler habe ich das mal angefragt, da kann man wohl auch die Standleerlaufdrehzahl nicht verstellen. Das ist einfach von dem System vorgegeben. Wahrscheinlich der Euro 5 Plus Motor, der fordert da seinen Tribut, aber es ist etwas störend, muss man sagen. Dann kommen wir mal zum Preis und zu der Ausstattung. Also serienmäßig sind alle Stelvios ausgestattet mit Tempomat, mit dem 6-Achsen-Kurven ABS mit Traktionskontrolle, mit Full-LED-Scheinwerfern und Kurvenlicht mit Automatikschaltung. Das habe ich zwar immer noch nicht ganz kapiert, wie es funktioniert, aber gut, da komme ich noch dahinter. Dann kostet die Version in Deutschland 16.499 Euro und die Version mit dem Abstandsradar und dem Tote-Winkel-Assistent mit genannt PFF 17.299 Euro. Das liegt also schon am oberen Bereich von der Kategorie, aber sie hat natürlich mit dem Kardanantrieb ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, muss man ganz klar sagen. Was absolut störend ist, das ist die Aufpreispolitik, die Moto Guzzi mittlerweile betreibt. Also
wenn man jetzt sieht, wie auch meine ausgestattet ist, du musst halt wirklich alles dazu kaufen. Das ist also nicht so, dass du das Motorrad kaufst und denkst, das ist alles dabei. Dass sich jetzt die Seitenkoffer alle Hersteller bezahlen lassen, das ist ja schon eigentlich normal. Aber Hauptständer, dann die Griffheizung, das gehört eigentlich beim Sommermotorrad immer dazu. Und USB oder auch der Quickshifter. Da muss man ja schon sagen, da zogen die ja nochmal schon richtig ab und nehmen da was dafür. Das ist eigentlich nichts anderes wie eine Erhöhung vom Grundpreis und die Marge natürlich bei dem Zubehör ist sicherlich eine andere wie beim Motorrad selber. Also das ist eigentlich schade, dass man dann sowas macht und die weiteren Möglichkeiten gibt es momentan noch keine, auch von der Farbgebung und so weiter. Aber ich denke, das wird natürlich auch kommen, wie bei der V100 Mandello, dass halt noch weitere Farben in Zukunft angeboten werden. Oder vielleicht auch so ein Öl ins Fahrwerk. Das wird man sehen. Aber wie gesagt, mir reicht so, wie es ist. Und die war jetzt auch teuer genug für das Hobby. Und ja, die Frage ist ja immer, braucht man so ein Motorrad? Also ich finde, ich brauche es, weil ich natürlich wirklich immer große Touren fahre oder überwiegend. Ich fahre ja ganz selten hier mal spazieren in der Gegend und das ist ja schon anders, wenn ich jetzt hier meine Samstag- und Sonntagstour mit 100 Kilometer fahre oder dann 700 Kilometer als Tagestour. Und da hat die einfache Servo, die ich haben möchte und für mich ist das Motorrad so ideal, wie es ist. So, jetzt freut es mich, dass ihr so lange dabei geblieben seid und jetzt macht ihr noch einen Daumen nach oben, das wäre dann ganz perfekt, oder ein Abonnement. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr mir. Man sieht sich ja vielleicht mal unterwegs oder bei uns hier auf der Platte. Also, bis dann, euer Motorradtour und Adventure Touring. Danke, dass ihr hier wart.